können Sie vielleicht mal zusammenfassen auf ein, zwei Sätze, was Sie von dem her von den Linken und von Heidi Reicheneck als Meinung haben und wie Sie diese Partei sehen? Ich sehe sie als eine sehr gefährliche Partei, weil sie ist vor allen Dingen eine Partei der Hetze. Der Hetze gegen bestimmte Minderheiten und Andersdenkende. Wie rechtsextrem bzw. linksextrem ist Deutschland eigentlich? Und wir haben heute einen Mann, der sich genau mit diesen Themen intensiv beschäftigt, als Wirtschaftshistoriker, als Bestsellerautor und nach, glaube doch schon vielleicht so circa 2 Jahre Pause sozusagen, jetzt endlich mal wieder zu Gast. Ich spreche natürlich von Dr. Zittelmann. Ja, schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Zittelmann. Ja, Dankeschön. Ich habe übrigens gerade heute früh ein Buch fertig gelesen, genau zu dem Thema von einem Historiker, Peter Höres, das heißt Links und Rechts, wo er so dargestellt hat, wie haben sich die Begriffe entwickelt, der Bedeutungswandel und warum will heute niemand rechts sein? Ja. Ja, wir haben heute auf jeden Fall einiges zu besprechen, weil so die einen sagen, ja, Deutschland wird immer rechter und die anderen sagen, nee, Deutschland wird immer linker und geht in den Sozialismus. Nun gut, wir werden uns dem mal möglichst annähern. Starten wir doch mal mit Sachsen-Anhalt. Die AfD ist bei 39% gelandet und mit Abstand die stärkste Kraft. Wie ist Ihre persönliche Meinung dazu, was dort aktuell passiert? Also, ich fange mal so an. Ich habe da eine differenzierte Meinung dazu, die aber fast bei allen anderen zum Glück nur aneckt und Widerspruch hervorruft. Ich habe neulich mal auf X gepostet, die AfD hat in manchen Punkten Recht und in manchen Sachen Unrecht. So, die Reaktionen waren so. Die einen haben geschrieben, wie können Sie schreiben, die AfD hat irgendwo Unrecht, Sie sind auch ein Systemling, das ist doch alles Systempropaganda. Es gibt nichts, wo die AfD Unrecht hat. Nennen Sie mir nur ein Beispiel. Das ist doch alles Propaganda, was Sie hier machen. Die anderen haben geschrieben, wie können Sie sagen, dass die AfD irgendwo Recht hat? Das sind alles Faschisten. Nazis haben niemals Recht. So, das heißt, das war ganz charakteristisch, diese für die Atmosphäre der Diskussion, dass man nicht differenzieren kann. Ich erlaube mir das trotzdem. Die AfD, die wäre nicht entstanden, wenn nicht die anderen Parteien in vielen Punkten versagt hätten. War ja damals die Euro-Rettungspolitik der Ausgangspunkt. Dann war es die Migrationspolitik natürlich insbesondere, aber auch bei der Klimapolitik. Und das sind alles Punkte, wo ich sage, da hat die AfD auf jeden Fall einen Punkt, gerade auch bei der Migrationspolitik oder dass sie zum Beispiel pro Kernkraft ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin gegen Kernkraft, nur weil die AfD dafür ist. Ja? Wenn die AfD sagt 2 und 2 ist 4, kann ich nicht sagen, nein, es ist 5, weil ich möchte kein Rechtsextremer sein. Also das sind Punkte, wo die AfD meiner Meinung nach einen Punkt hat und wo es auch ganz falsch ist, von den anderen Parteien sie genau da zu kritisieren. Also die anderen Parteien machen ja alle das, dass sie die AfD vor allen Dingen auf dem Feld der Migrationspolitik kritisieren. Das ist ja aber genau der stärkste Punkt. Ja? Das ist so, stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie Wettbewerber, Sie kennen die Stärken und Schwächen von Ihrer Firma und von seiner Firma und greifen den dann genau da an, wo Sie am schwächsten sind und wo er am stärksten ist. Das wird doch kein normaler Mensch machen, oder? Das ist doch ein Zeichen von Dummheit, von Masochismus. Wenn ich den anderen genau da angreife und kritisiere, wo er sehr stark ist und wo ich selbst total versagt habe. Das wird doch kein Unternehmer machen, sowas. Und das macht man bei der AfD. Jetzt gibt's Punkte, die mir überhaupt nicht gefallen bei der AfD. Das ist einmal die außenpolitische Orientierung, also insbesondere Russland, Ukraine. Ja, da habe ich eine völlig andere Meinung dazu. Ich bin absolut anti-Putin und ich verstehe auch nicht, wenn jemand, der zu Recht Defizite bei der Meinungsäußerung in Deutschland kritisiert, also dass man hier für einen Post Habeck-Schwachkopf, wenn man Pech hat, die Polizei vor der Tür steht. Das sind ja Punkte, die die AfD kritisiert. Wenn die aber in gleicher Weise oder nur die Hälfte davon in Russland gegen Putin sagen würden, da könntest du da Novichok trinken oder wird's vom Balkon fallen oder nach Sibirien kommen. Da sehe ich so eine Unlogik drin. Ja? Also ich bin entweder konsequent für Freiheit und das verträgt sich für mich nicht. Ja? Also bei dieser außenpolitischen Linie, da bin ich persönlich absolut kritisch zur AfD, auch jetzt was Israel anlangt zum Beispiel, wo ja die AfD
die Entscheidung von dem Merz enthusiastisch unterstützt hat, dass man keine Waffen mehr liefert oder so. Ich bin also viel mehr pro Israel und pro Ukraine. Das sind Unterschiede. Und dann gibt es noch einen Punkt, was jetzt die Wirtschaftspolitik anlangt, die mir jetzt wichtig ist. Da gibt es sicherlich auch vernünftige Leute in der AfD mit vernünftigen Ansätzen. Da gibt es aber auch andere, und gerade im Osten, Sie haben ja jetzt, die Frage ging ja gerade auf die Stärke der AfD im Osten. Da gibt es viele, die tatsächlich stark antikapitalistisch sind. Ja, ich habe mal ein Buch gelesen von einem Vordenker dieser Leute, der heißt Benedikt Kaiser. Das ist aus dem Höcke-Umfeld. Und er hat ein Buch geschrieben über rechten Antikapitalismus. Und seine Feinde waren genau meine Gurus, nämlich Milton Friedman, Hayek und Mises. Und positiv zitiert hat er Karl Marx, Friedrich Engels, Herbert Marcuse und solche Gestalten. Also das heißt, das ist nicht die ganze AfD, aber da gibt es einen starken Flügel, der auch so antikapitalistisch eingestellt ist. Das sind also Punkte, die ich ablehne. Aber wie gesagt, mit dieser differenzierten Position tut man sich schwer, weil die AfD polarisiert halt und die Fans, die reagieren geradezu mimosenhaft, wenn man sie kritisiert. Also so ähnlich wie wenn sie jetzt Scientology kritisieren und die Scientologen dann reagieren. Auf der anderen Seite gibt's die Hasser, die sagen, das sind alles Nazis und Faschisten. Und wenn sie dann irgendwo darauf hinweisen, dass die AfD in diesen jenen Punkten Recht hat und einen Punkt hat, dann machen sie die auch nieder. Also das ist so das Problem heutzutage. Es ist ein sehr, sehr sehr, sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken, was wir da draußen sehen, von den meisten Menschen da draußen, und das einfach auch nicht hinterfragen und vielleicht mal auf einzelne Punkte zu gehen. Wie ist denn Ihre Meinung zu einem AfD-Verbot? Sollte die AfD verboten werden, weil echt rechtsextrem? Teilen Sie das? Nein, also da bin ich dagegen. Das ist ja eine Kapitulationserklärung von den anderen Parteien, wenn die unfähig sind, eine bessere Politik zu machen. Das wäre so, wie wenn ich habe jetzt einen Wettbewerber, wieder Vergleich mehrere Unternehmen, und der eine wird immer stärker, anstatt mir Gedanken zu machen, was muss ich denn bei mir ändern, um wieder Marktanteile zurückzugewinnen, sage ich irgendwann, den müssen wir jetzt verbieten. So, das ist natürlich die bequemste Art, dann mit sowas umzugehen, aber da halte ich also nichts davon. Ja, machen wir mal einen Schwenk zu den Linken. Ja, und zwar die Heidi Reicheneck. Das ist ja so der neue Superstar von den Linken und hat die Partei ja wieder so ein bisschen aus der Mottenbox herausgeholt. Und sie ist ja ein großer Fan von einem demokratischen Sozialismus und hat ja auch aktuell beschrieben, ja, Sozialismus sei ja ganz toll und DDR und so weiter, aber wurde aber nicht richtig umgesetzt. Da bin ich natürlich gespannt, jetzt gerade als Sie, der sich so intensiv mit diesen Themen beschäftigt, was sagen Sie denn davon? Ja, das ist die alte Methode der Sozialisten, weil der Sozialismus wurde in 100 Jahren in ungefähr 2 Dutzend Ländern so etwas mehr ausprobiert. Ja. Überall in anderer Art. In Nordkorea anders als jetzt in Kuba, in Jugoslawien anders als in Albanien, in der Sowjetunion anders als in China, in Polen anders als in Bulgarien oder als in Venezuela. Aber er ist ja ohne Ausnahme überall stets gescheitert. Und wenn man dann die Linken mit dem tatsächlichen Sozialismus konfrontiert, dann sagen die, ja, Vorsicht, das war gar kein richtiger Sozialismus. Und man kann da immer so eine Entwicklung beobachten. Also am Anfang von diesem sozialistischen System, da waren die immer total begeistert. Zum Beispiel damals auch unter Stalin. Ja, führende Intellektuelle überall auf der Welt waren also begeisterte Stalin-Anhänger. Auch Leute wie der Bertolt Brecht zum Beispiel oder Feuchtwanger. Ja, da gibt es ganz viele bekannte Leute. Sartre galt auch für Mao Zedong damals. Und das letzte Beispiel ist Venezuela. Da kam ja Ende der 90er Jahre Hugo Chavez an die Macht. Und auch da war gerade die Linkspartei super begeistert. Die Sarah Wagenknecht, die ja damals auch bei der Linken war, hat sogar ein Buch rausgegeben über Venezuela. Venezuela war praktisch ihr Leuchtturmbeispiel.
Die Wagenknecht hat uns damals sogar empfohlen in Deutschland, wir müssten uns an der Wirtschaftspolitik von Venezuela ein Beispiel nehmen und uns daran orientieren. Warum? In den ersten 2 Jahren ging es da auch ganz gut, weil der hatte das Glück, dass der Ölpreis sich verzehnfacht hatte und da war viel zu verteilen. Dann haben die aber angefangen in Venezuela mit dem sozialistischen Quatsch, den alle Sozialisten machen, Verstaatlichung und so weiter. Heute, das wissen vielleicht viele gar nicht, 1/4 der Bevölkerung, 25%, ist bereits geflohen. Warum? Weil die haben vergessen, was die in der DDR wussten. Man muss eine Mauer bauen. Also Sozialismus funktioniert ohne Mauer nicht, weil die Leute hauen ja ab sonst. Und die Leute, die noch da sind, da leben 80% in Armut. Wenn man mal denkt, dass es das erdölreichste Land der Welt ist. Wenn man denkt, dass noch 1970 Venezuela das reichste Land Südamerikas war. Das reichste Land Südamerikas und heute das ärmste. So, und wenn man jetzt die Sozialisten damit konfrontiert, nee, das war gar kein richtiger Sozialismus. Also was eben noch begeistert gefeiert wurde, wird auf einmal dann abgestritten, dass es Sozialismus war. Und das ist nicht erst seit jetzt so. Das ist die dauerhafte Methode, sich zu distanzieren von dem realen Sozialismus. Und wenn man dann fragt, ja, aber wo gibt's denn? Zeig mir doch mal ein Beispiel. Dann bekommt man so ein Buch gezeigt mit einer Theorie. Und und das stimmt auch. Also Sozialismus sieht manchmal auf dem Papier gut aus, nur nicht, wenn das Papier ein Geschichtsbuch ist. Dann sieht es nie gut aus. Ja? Aber wenn du so eine Utopie dir ausspinnst, dann sage ich, das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt, sagen wir, deine Ehe würde jetzt verglichen mit einem romantischen Liebesroman, mit so diesem Julia-Heftchen, wo alles so perfekt geschildert wird. Ja, da ist natürlich immer dann, egal was du für eine Beziehung hast, ziehst du den kürzeren, weil das halt nicht so ist wie eine Utopie. Trotzdem würden sie auch wahrscheinlich ihrer Frau einen Vogel zeigen, wenn die heute Abend kommt und sagt, du hör mal zu, Thorsten, wir müssen uns scheiden lassen. Ich habe jetzt diese Julia-Romane gelesen, jetzt weiß ich, wie die Ehe wirklich aussieht. Bei uns ist es komplett anders. Deswegen habe ich schon mal auch mit dem Anwalt einen Termin gemacht, weil wir müssen uns jetzt scheiden lassen. Er würde doch sagen, Mensch, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, vergleich doch mal unsere Beziehung mit der vielleicht von unseren Freunden. Das ist realistischer. Und das ist aber das, was die Linken nicht machen. Ja? Und ich meine, das Absurde ist, wenn man die dann fragt, ja, warum ist es denn immer gescheitert bisher? Dann sagen die, ja, die haben den Marx nur nicht richtig verstanden. Und jetzt stelle ich mal eine Frage. Ist die Heidi Reichnig ein solches Genie, genialer als Darwin, Albert Einstein und alle zusammen, dass sie etwas versteht, was vor ihr die Russen nicht richtig verstanden haben, die Chinesen nicht richtig verstanden haben, die Ostdeutschen nicht richtig verstanden haben, die Bulgaren nicht richtig verstanden haben, die Jugoslawen nicht richtig verstanden haben, die Albaner nicht richtig verstanden haben, die Vietnamesen nicht richtig verstanden haben, die Nordkoreaner nicht richtig verstanden haben, die Rumänen nicht richtig verstanden haben und so weiter. Also die haben das alle nicht verstanden. Aber jetzt kommt Heidi. Die Heidi mit ihren Tätowierungen. Und die ist klüger als alle Menschen in 100 Jahren zusammen, die es ja nach ihrer Logik nie hingekriegt haben, die ja immer sich geirrt haben. Aber sie weiß jetzt genau, wie es geht und führt uns in den Weg. Also ich meine, wie bekloppt muss man sein, um sowas zu glauben? Können Sie vielleicht mal zusammenfassen auf 1, 2 Sätze, was Sie von dem her von den Linken und von Heidi Reicheneck als Meinung haben und wie Sie diese Partei sehen? Ich sehe sie als eine sehr gefährliche Partei, weil sie ist vor allen Dingen eine Partei der Hetze. Der Hetze gegen bestimmte Minderheiten und Andersdenkende. Also erstmal Hetze gegen Reiche. Das ist so der Kern. Ja, Sie sehen es ja zum Beispiel die Parole von der Reichnig oder auch von dem Van Aken, von dem Parteichef, der sagt immer, es darf keine Milliardäre geben. Das ist so deren Forderung. Jetzt mal meine Antwort darauf. In der Forbes-Liste über die reichsten Menschen der Welt gibt es auch eine Liste, wo man sehen kann, wie viele Milliardäre gibt es in einem Land. Wenn man dann jetzt mal anguckt, wo gibt es besonders viele Milliardäre, dann ist es die Schweiz zum Beispiel, aber auch in Schweden, das wissen viele nicht, gibt es bezogen auf die Bevölkerung mehr Milliardäre sogar als in den USA, wissen die meisten Menschen nicht. So, das sind also Länder mit einem hohen Anteil von Milliardären, Schweden zum Beispiel und die Schweiz. Und dann gucke ich, wo gibt es denn keine Milliardäre? Das sind ganz arme afrikanische Länder, das ist Kuba und das ist Nordkorea. Und jetzt sage ich einfach, also
wo willst du lieber leben? In der Schweiz und in Schweden oder in Kuba und Nordkorea? So einfach ist es. Und das ist also schon mal die erste dusselige Parole. Wir wollen, dass es keine Milliardäre gibt und immer diese Hetze gegen Reiche. Nicht nur von der Linken. Ich habe gestern was geschrieben. Der DGB hatte auch ganz freche Sachen gegen Privatiers geschrieben, also gegen Leute wie mich, die von ihrem Vermögen leben. Sagt, die sind alle faul, die haben nichts gearbeitet, die im Leben, die haben alle nur geerbt und ja, das ist ja nicht nur auf die Linke beschränkt. Das Zweite ist die Hetze gegen Andersdenkende. Also jetzt zum Beispiel gegen alles, was rechts ist. Und rechts ist natürlich für die jetzt nicht nur rechtsextrem, sondern alles, was nicht links oder linksextrem ist per se rechts und gehört verboten. Ja, das ist die Philosophie, die man dann auch in der DDR hatte. Die DDR hat sich ja genannt antifaschistisch-demokratische Ordnung. Das war ja der Begriff. Das heißt, da war alles, was irgendwo, alle waren antifaschistisch, aber antifaschistisch war gleich mit Kommunismus gesetzt. Und dann noch was mir besonders nicht gefällt an der Linken. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo ich mich gut auskenne, Wohnungspolitik. Das ist für die ein ganz zentrales Thema, Mieten. Und gerade in Berlin kann man in der Tat sehen, ich wohne ja hier in Berlin, da ist unglaublich schwer, eine Wohnung zu bekommen. Da ist eine wirkliche Wohnungsnot. Wir haben weniger als 1% Leerstand, was ungesund ist. Also normal hat man so 4-5% Leerstand. Sieht auch keiner mehr aus, weil er weiß, es ist fast unmöglich, eine Wohnung zu bekommen und zum vernünftigen Preis. Jetzt die Frage, erstens, woran liegt das? Und zweitens, was kann man dagegen tun? Das Rezept der Linken ist, erstens, wir müssen einen Mietendeckel machen, also Mieterhöhungen verbieten. Und zweitens, wir müssen verstaatlichen. Das ist aber genau das, was in der DDR der Fall war. In der DDR gab es diesen Mietendeckel, den hatte übrigens schon 1936 Adolf Hitler eingeführt und die DDR hat es dann nur 1:1 übernommen, das was also Hitler damals eingeführt hat mit dem Mietendeckel. So, und die Staatswohnung, das Konzept gab es auch. Jetzt muss man gucken, was ist denn dabei rausgekommen in der DDR. Das Ergebnis war letztlich, dass 10% der Wohnungen komplett unbewohnbar waren. 40% waren massiv beschädigt. Noch 1989 gab es in jeder 4. Mietwohnung in der DDR keine eigene Toilette. Da musste die Toilette mit anderen teilen. Ja? Das heißt also, nach der Wiedervereinigung, da musste mit Steuermitteln mit 80 Milliarden aus dem Westen saniert und neu gebaut werden, um diese Wohnungselend, was die DDR angerichtet hat, zu beseitigen. Und genau die gleichen Rezepte propagiert man jetzt wieder. Die sagen immer, mit der DDR haben wir nichts zu tun, obwohl es ja auch ein bisschen komisch ist. Ich meine, die Linke ist ja nur die umbenannte SED. Da haben die sogar selbst darauf Wert gelegt, um das SED-Vermögen zu übernehmen, dass es rechtsidentisch ist mit der SED, sonst hätten sie die Kohle gar nicht übernehmen können. Also da haben sie sogar vor Gericht bestätigt, ja, wir sind rechtsidentisch mit der SED, aber wenn es um die Politik geht, sagt, damit haben wir gar nichts zu tun, wie bringt man uns mit der DDR in Verbindung? Aber man sieht es jetzt auch inhaltlich, bei der Wohnungspolitik war ja nur ein Beispiel, dass genau die gleichen Rezepte, die in der DDR waren, jetzt auch wieder propagiert werden. Also für mich eine gefährliche Partei, die natürlich auch deswegen Erfolg hat, weil viele junge Menschen in der politischen Bildung, in der Schule nichts über DDR, nichts über Sozialismus wissen und dann einfach, wenn einer sagt, es ist Mietnot und der Vermieter ist dran schuld, der Kapitalismus ist schuld, das leuchtet vielen ein und deswegen in Berlin ist ja schon so, da ist die Linke im Moment laut Umfragen die zweitstärkste Partei, knapp hinter der CDU. Ein bekennender Marxist und Palästina-Aktivist, der in Neukölln schon 30% bekommen hat, wird wahrscheinlich als Spitzenkandidat antreten und im Moment, laut Umfragen, haben SPD, Grüne und Linke zusammen eine Mehrheit in Berlin, eine deutliche Mehrheit, wobei die Linke die stärkste Partei ist. Wenn die also ein Bündnis machen würden, hätten wir einen bekannten Palästina-Aktivist und Trotzkisten als Bürgermeister von Berlin. Übrigens in New York ist es so ähnlich. Da kandidiert bei den Demokraten auch ein bekennender Marxist bei der Bürgermeisterwahl. Also ist oft in Großstädten so halt. Spannend. Ich möchte mit Ihnen abschließend noch über eine besondere Geburtstagsfeier sprechen, wo sie auch eingeladen war. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, man geht eben so auf Geburtstagsfeier, aber da wurde schon so ein gewisser Skandal draus und eigentlich ist der Skandal, dass es ein Skandal wurde.
Ich würde gerne mal den Kontext kurz erläutern. Sie waren zum 85. Geburtstag eingeladen von dem Theo Müller. Und zwar, den kennen ja viele von der Müller-Molkerei, deutschlandweit bekannt. Ja, und da waren 250 Leute eingeladen, unter anderem auch Sie. Und auch die AfD-Chefin Alice Weidel war dort mit dabei, ja, mit der Müller seit Jahren privat befreundet ist. Ja, und ja, das wurde dann zu einer interessanten Konstellation. Vielleicht können Sie ab hier weiter übernehmen und nochmal zusammenfassen, was ist denn aus Ihrer Perspektive jeweils noch passiert? Ja, also der Spiegel hat da so eine Gruselgeschichte draus gemacht. Hier ein rechtes Treffen, Geburtstag. Theo Müller feiert mit Rechten. Ich sage erst mal was zum Theo Müller. Ich bewundere den Theo Müller. Der hat angefangen mit 4 Mitarbeitern und hat Käsemeister gelernt, Realschulabschluss, hat auch kein Abitur gemacht, hat heute ein Unternehmen mit über 30.000 Mitarbeitern und Nettovermögen von 5 Milliarden ungefähr. Also ein toller Unternehmer, mit dem ich seit sehr langer Zeit eng befreundet bin. Zum Thema AfD, das hätte er jetzt heute nicht so kritisch geantwortet, wie ich geantwortet habe. Ja. Aber ich wähle also meine Freunde jetzt nicht nach der politischen Gesinnung aus. Und das ist ja genau das, was hier passiert ist. Hier wird ja zum Vorwurf gemacht, also in dem Artikel, da wurden so ungefähr, sagen wir mal, eine Handvoll oder ein bisschen mehr Leute genannt, die als rechts irgendwo gelten. Zum Beispiel der CSU-Politiker Peter Gauweiler. Ich auch. Ich bin seit 31 Jahren FDP-Mitglied. Ja. Aber das bestätigt die ja nur. Besonders gefährlich. So. Und die Alice Weidel halt auch. Ich sag mal, wenn du heute auf eine Geburtstagsfeier gehst mit 200 Leuten und der AfD-Anteil in der Bevölkerung ist im Moment laut Umfragen bei 25%, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, egal auf welche Geburtstagsfeier du gehst, dass da auch ein paar AfD-Leute dabei sind, was mich jetzt auch nicht stört. Und ich habe jetzt interessant auf Facebook das gepostet und hab gesagt, also was macht, wenn ihr 200 Leute zum Geburtstag einladet? Egal wo, vermute ich, da sind bei meisten Geburtstagen heute auch einige drunter, die sind AfD. Und dann haben die Leute geantwortet, nein, bei mir auf gar keinen Fall. Bei mir ist kein Rechter auf dem Geburtstag, egal wie viel. Bei mir gibt's alles, hat einer geschrieben. Bei mir gibt's Millionäre, LGBTQ und so weiter. Leute, es gibt Geflüchtete, ja, aber kein Rechter. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, ob sie vorher praktisch so einen Gesinnungstest machen oder bei der Antwort für die Einladung muss jeder bestätigen. Hiermit bestätige ich, dass ich das letzte Mal nicht AfD gewählt habe und auch kein Mitglied bin. Also ich finde sowas total lächerlich. Ich habe Freunde, die rechts von mir denken. Ich habe auch Freunde, die links von mir denken. Und ich finde es eine Bereicherung, wenn man mit Menschen unterschiedlicher Meinung zusammentrifft. Ja, aber wie gesagt, der Spiegel hat da so eine Räubergeschichte draus gemacht. Und das Lustigste, das erzähle ich, das wissen die meisten heute gar nicht. Dann hat die Frau noch geschrieben, Zittelmann hat auch eine verharmlosende Hitler-Biografie geschrieben. Erstens ist es gar keine Biografie, aber das weiß sie nicht, weil sie das Buch nicht gelesen hat. Und zweitens ist dieses Buch, das war also meine Doktorarbeit, die ist bei einem ganz renommierten liberalen Historiker entstanden, bei Frei von Aretin und mit der Bestnote, die es überhaupt gibt im akademischen Bereich, nämlich mit Summa Cum Laude bewertet worden. Diese Arbeit wurde in den führenden Fachzeitschriften, also zum Beispiel die Historische Zeitschrift, ist seit 1859 die führende Fachzeitschrift in Deutschland für Historiker, sehr positiv besprochen worden. Oder in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte. Das ist die führende Zeitschrift für Zeitgeschichte. Oder auch international im Journal of Modern History. Da hat übrigens das Buch besprochen ein Historiker Clemens von Klemperer, der selbst Jude ist und verfolgt wurde im Dritten Reich und deswegen geflohen ist. Der hat mein Buch sehr gelobt und als Meilenstein in der Erforschung von Hitler bezeichnet. Das wusste die Frau alles nicht. Warum? Sie hat es irgendwo vom Hörensagen gehört und hat das Buch nicht mal gehabt. Ich habe ihr daraufhin geschrieben, ich würde ihr anbieten, weil sie das Buch offenbar nicht kennt, es ihr zu schicken. An welche Adresse? Hat sie gesagt, ja, das ist gut und hat mir dann die Adresse gesagt, an die ich das Buch schicken soll. Und damit natürlich eingeräumt, dass sie das Buch nie in der Hand gehabt hat, über das sie geschrieben hat. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, ja, wie da gearbeitet wird mit Halbwahrheiten, wo dann Leute in irgendwo eine Ecke gestellt werden sollen,
wo sie gar nicht drin sind. Also viel Meinung und wenig Wissen. Das kann man so, was mich übrigens auch gewundert hat, auch wie lahm diese Leute sind. Ich meine, die Geburtstagsfeier, die war 3 Monate bevor der Artikel kam. Also das ist ja schlimmer als im öffentlichen Dienst. Ich meine, so einen Artikel, den schreibe ich am nächsten Tag gleich nach der Geburtstagfeier. Und dann ist er im nächsten Heft drin. Ich habe die auch gefragt, warum sie 3 Monate, ich habe gesagt, nur mal aus Neugier, warum haben sie 3 Monate gebraucht, um den Artikel zu schreiben? Aber also habe ich keine Antwort. Und dann habe ich gesagt, ja, warum haben Sie mich, wenn Sie was über mich schreiben, nicht vorher mal gefragt? Das ist eigentlich so eine journalistische Grundregel, dass man dann vorher die Leute anfragt. Da hat sie behauptet, sie hätte mir eine Mail geschickt an die Büroadresse. Da habe ich beim Büro nochmal gesagt, guckt mal nach, auch im Spam, ob da eine angekommen ist. Und die haben gesagt, da ist keine gekommen. Da habe ich gesagt, bitte schicken Sie mir nochmal die Mail, die Sie mir geschickt haben, damit ich es nachverfolgen kann. Und da kam keine Antwort mehr. Also das ist so, sieht man ein bisschen die Arbeitsweise auch von manchen Journalisten. Ja, da wurde auch ein neuer interessanter Begriff auch mit geprägt, und zwar Kontaktschuld. Das heißt, dass man inzwischen selber auch die Schuld hat für die Kontakte und was könnten da, ohne dass man die ja selber kennt und eingeladen hat, auf einer Geburtstagsfeier. Ja, da möchte ich noch ganz kurz, und Ja, zwar, also da sage ich auch noch ein Wort dazu. Da war tatsächlich da einer dabei, der wurde auch in dem Artikel genannt, der deutlich Meinung hat, die rechts von mir sind. Der war auch so zum Beispiel das Thema Ukraine und Putin entgegengesetzter Meinung. Der saß zufällig bei mir gegenüber. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Der hat sich mir vorgestellt. Und dann haben wir eine halbe Stunde uns gefetzt, weil ich habe meine Pro-Ukraine-Meinung also zum Besten getan und pro-NATO und er seine Anti-Ukraine und Anti-NATO-Meinung. Ja? So, was ist jetzt schrecklich daran, weil ich zufällig auf einen treffe, der anders denkt und mit dem ich dann kontrovers mich austausche? Wo liegt deine Schuld begründet? Ja, was hätte ich jetzt machen sollen? Der sitzt gegenüber mir. Ich gehe hin und sage, du kriegst jetzt richtig die Fresse, weil du denkst anders als ich. Ich vermöbel dich. Ich stehe auf und schreie, Achtung, hier sitzt ein Rechter, verlasst alle den Raum. Es wird hier brandgefährlich. Oder ich gehe zu Theo Müller und sage, da sitzt da einer am Tisch, der darf da nicht sitzen. Schmeißt den raus sofort. Also ich weiß nicht, wie soll ich reagieren? Ich habe so gemacht, dass ich auch deutlich hörbar, ich habe eine laute Stimme, für die anderen drumherum mit dem kontrovers diskutiert habe und ihm widersprochen habe. Wie habe ich mich schuldig gemacht? Was hätte ich tun müssen? Wahrscheinlich vermute ich, dass nach meinem vom Spiegel man vorher, vor der Geburtstagsfeier, sich die Gästeliste schicken lassen soll, dann sich bestätigen lassen soll vom Gastgeber, dass auf keinen Fall irgendein Rechter darunter ist. Und wahrscheinlich ist es am besten, wenn man nochmal diese Liste zur Sicherheit der Taz oder dem Spiegel oder Korrektiv zuschickt, damit die noch mal einen Gegencheck machen können, damit man ganz sicher ist, dass man nicht irgendwo auf eine Geburtstagsfeier geht, weil es wurde übrigens auch kritisiert im Spiegel, dass, obwohl Rechte dabei wäre, keiner der Gäste deutlich protestiert hätte. Also das ist ja praktisch das, was erwartet wird. Wenn du dann schon solche Leute triffst, dann musst du die Geburtstagsfeier nicht nur leise verlassen, das wäre schon zu wenig, ja, sondern du musst lautstark die Geburtstagsfeier unter Protest verlassen und am besten die anderen Gäste auch alle auffordern, die Feier zu verlassen. Also da merkt man, wie irre das ist. Und übrigens, ich sage jetzt mal Gedankenexperiment, es wäre eine Feier, wo irgendjemand von der Linken wäre oder noch Linker, also von der Antifa oder so, ja, hätte sich da jemand darüber aufgeregt, war die Journalistin, die das geschrieben hat, das habe ich sie gefragt, noch nie auf einer Geburtstagsfeier, wo Leute dabei sind, die vielleicht politisch ganz anders denken. Da habe ich ihr nur geschrieben, dann würden sie mir leid tun, wenn sie noch nie auf einer Geburtstagsfeier waren, wo vielleicht ein paar Leute sie treffen, die komplett anders denken als sie. Also das ist schon bedenklich. Das ist so ein hat für mich mit einer freien Gesellschaft nichts zu tun, wo Leute so ticken und wo der andere an den Pranger gestellt werden. genau. Sie hatten ja auch da einen Vorschlag für die Kontaktschuldverordnung gemacht. Ich würde die gerne zusammenfassen. Ich fand die sehr ironisch. Oder ich würde sie gerne zusammenfassen. Wir können sie auch ansonsten gerne unter das Video posten. Also, Sie haben ein paar Punkte jetzt schon genannt. Und zwar erstens die Gästeliste vom Gastgeber schicken lassen. Zweitens vom Gastgeber versichern lassen, dass keine Personen anwesend sind, die irgendwie als rechtsgerichtet gelten. Aber keine Sorge, linke Extremisten sind kein Problem. Dann drittens, zur Sicherheit reichen Sie die Liste vor zum Gegencheck bei Spiegel, Taz oder Korrektiv ein, damit es geprüft werden kann.
Dann viertens, falls Ihnen Geburtstag ein Rechter begegnet, bitte nicht unauffällig die Feier verlassen, sondern lautstark protestieren. Ja, fünftens, bitte damit rechnen, das erinnert mich so ein bisschen an Stasi und Co., dass vielleicht ein Enthüllungsjournalist bei Ihnen am Tisch sitzt, der die Gespräche aufnimmt oder sie fotografiert. Wägen Sie gut Ihre Worte ab. Und sechstens, bitte machen Sie sich Notizen und ja, wir wünschen eine schöne Feier. Ich denke, das beschreibt Ja, sehr. das sechste ist ja ganz wichtig, immer Notizen machen. Also das ist schon sehr wichtig, ja, damit Sie Belege haben, dass Sie alles aufgezeichnet haben, was hier möglicherweise an Äußerungen ist, die nicht in Ordnung sind. Absolut. Wenn man diese 6 Punkte berücksichtigt, dann kann man auch eine schöne Geburtstagsfeier haben. Absolut. Absolut. Ja. Wie sehen Sie das? Weil das hat ja auch sehr, sehr viel, wenn man drüber nachdenkt, mit Spaltung zu tun. So, das heißt, es sind ja quasi wir, die große demokratische Mitte, und dann sind da die ganz bösen Rechten. Das heißt also, wie sehen Sie solche Tendenzen auch nochmal zusammengefasst? Weil es geht ja, damit wird ja etwas bezweckt. Man möchte ja die Bevölkerung, ich sag mal, in eine bestimmte Richtung bringen, so, und dass er am besten gar nicht drüber nachdenkt, jemals mit einem AfD-Politiker oder auch mit einem AfD-Wähler überhaupt noch zu sprechen. Also, Ja, und es geht ja nicht nur darum, ja, sondern man muss Folgendes sehen. Es gab ja diese großen Demonstrationen und die hießen ja nicht gegen rechtsextrem, sondern die hießen gegen rechts. Und da gab es auch viele Demonstranten, die haben dann auch so CDU, CSU-Politiker oder Libertäre oder wen auch immer, Millet gilt ja dann auch als rechts. Also das heißt, im Prinzip geht es ja gar nicht nur gegen AfD, sondern es geht gegen alles, was nicht links ist. Und ich mache mir keine Illusion. Wenn die Erfolg hätte und die AfD würde wirklich verboten, dann wäre am nächsten Tag, würden die Kampagnen anfangen, die CDU zu verbieten. Bin ich mir 100% sicher. Dann wird es sagen, ja, die AfD ist zwar weg, aber es gibt ja immer noch Rechte und da haben sich jetzt viele eingeschlichen, und dann würden sie Äußerungen von einzelnen CDU-Politikern zitieren und sagen, ähnlich hat es auch schon einer von der AfD gesagt, und da sieht man ja nur, das ist der Wolf im Schafspelz und da müssen wir jetzt unbedingt gegen vorgehen und deswegen müssen wir jetzt die CDU, CSU verbieten. Ja, also das ist so, die Grenzen werden immer weiter verschoben in zwei Richtungen. Nach links, dass alles eingemeindet wird. Alles ist okay, alles ist wunderbar, egal wie linksextrem du bist. Und nach rechts, da würde höchstens toleriert, wenn die CDU oder die FDP irgendwann sich total der linken Ideologie unterworfen hätten und nur noch der Name bleibt. So wie das ja in der DDR war. Das wissen ja viele gar nicht, da gab es nicht nur die SED, da gab es ja auch die anderen Blockparteien, die CDU und Liberale Partei, ja, aber die haben alle nur noch den Namen gehabt. In Wirklichkeit haben die alle die kommunistische Ideologie vertreten, ja. Und das ist so praktisch die Zielrichtung. Also entweder die gehören alle verboten oder sie müssen praktisch auch alle unsere Ideologie annehmen, sodass nur noch der Name erhalten bleibt. Und das ist die eigentliche Zielrichtung, wo es hingeht. Und was mich sehr stört, ist, dass zum Beispiel Leute das sage ich auch öffentlich, von meiner Partei, zum Beispiel der Parteivorsitzende Dürr, alle diese Sachen, wo es doch einem Liberalen eigentlich die Haare zu Berg stehen müssten und sagen, das ist total illiberal, diese ganze Entwicklung, wie Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wie eine Atmosphäre der Unduldsamkeit gegen Andersdenkende, wie hier Leute mit Geldstrafe oder sogar Gefängnis bedroht werden, weil sie irgendeinen Post machen, der einem Politiker nicht gefällt. Statt da ganz vorne zu stehen und zu sagen, aus Überzeugung für liberale Werte wie Meinungsfreiheit sind wir, die dagegen gehen, schweigt man dazu aus Angst, aus bloßer Angst, ja, dass man selbst dann auch in den Verdacht gekommen würde, man hätte sich hier mit den falschen Leuten gemein gemacht. Und das ist natürlich, damit macht man sich selbst überflüssig. Ja, und das ist natürlich für mich auch traurig zu sehen, dass jetzt meine eigene Partei, die FDP, da gibt es ein paar Leute, die auch das Richtige sagen, wie zum Beispiel der Kubicki, auch andere, die Frau Teuteberg und der Schäffler, da gibt es einige. Aber es gibt auch welche, die genau dabei mitmachen. Zum Beispiel die Frau Strack-Zimmermann, die praktisch einen Rekord hat, andere anzuzeigen, weil sie sich beleidigt fühlt. Ich meine, ist es denn das Verständnis vom liberalen Politiker, Mitbürger anzuzeigen, die einen, ja, sicherlich oft im Ton übergriffig und nicht so schön artikuliert, wie ich das kann, aber es kann halt auch nicht jeder. Ja? Aber deswegen die Leute anzuzeigen. Also ich habe das auch mal, ich kritisiere das auch öffentlich. Das ist übrigens auch was mir bei vielen AfD-Leuten nicht gefällt. Ich sage,
würdet ihr mal eure eigene Partei genauso klar und deutlich kritisieren, wie ich meine, dann würde ich euch ernst nehmen. Ich habe das öffentlich gemacht, habe da auch einen Disput gehabt mit der Frau Strack-Zimmermann und die hat dann dagegen geschrieben, ja, besser als einer, der sich halbnackt im Internet zeigt und mit seinen 2 Doktortiteln prahlt. Also damit war ich gemeint, weil ich ja 2 Doktortitel habe und manchmal auch von meinem Training Bilder poste auf Instagram, also von meinem schönen Bizep hier. Und da habe ich nur geantwortet, Frau Strack-Zimmermann, lieber 2 schöne Bizep und 2 Doktortitel, als wie Sie 2000 Leute angezeigt, von denen man sich beleidigt fühlt. Finde ich für einen Liberalen besser. Ja, und jetzt so zum Ende des Interviews vielleicht zusammenfassend. Das sind ja alles nicht so optimale Tendenzen, ich möchte es mal so formulieren. Also, wo sehen Sie die Richtung in Deutschland? Sind Sie da erstmal positiv, mittel- und langfristig? Und wie sehen Sie die Tendenz, wie es weitergehen wird? Ich bin negativ. Ich habe das auch am Ampelende geschrieben. Man kann es als nachprüfen. Das ist jetzt 10 Monate her. Da war die Ampel zu Ende. Da haben viele gemacht, ja, jetzt wird's anders. Jetzt kommt ja der März, ja. Und da habe ich schon einen Artikel geschrieben. Es wird weiter bergab gehen. Die CDU wird das, was sie versprochen hat, nicht umsetzen, auch nicht umsetzen können. Mit der SPD die Energiewende, die meiner Meinung nach an die Wand fährt, wird fortgeführt werden. Die Mobilitätswende vielleicht alles ein bisschen verlangsamt, ja, aber alle die Sachen, die kritikwürdig sind, werden mehr oder minder weiterlaufen. Ja. Und das habe ich geschrieben, nicht weil ich von Natur aus ein absoluter Schwarzseher und Pessimist bin, sondern einfach aus einer Analyse der Situation, da ich gesagt habe, es wird sich nach der Ampel nichts zum Positiven ändern. Und es ist ja auch so gekommen. Man muss auch Nein sagen, alles, was ich habe ja selbst auch die FDP oft kritisiert, weil ich sagte, ihr hättet gar nicht mitmachen oder längst rausgehen müssen. Ja. Aber immerhin muss man sagen, mit den Schulden zum Beispiel, da sieht man jetzt, was man doch an dem Lindner hatte, dass er an der Schuldenbremse festgehalten hat, weil kaum war der weg, hat er der Merz zusammen mit der SPD die größte Schuldenorgie überhaupt gemacht, die es gibt, gemeinsam mit der Linken übrigens verabschiedet, um dann kurz drauf zu sagen, oh, wir haben kein Geld, obwohl wir jetzt das verschuldet haben. Dann fangen wir an, wir müssen jetzt unbedingt die Steuern erhöhen, die SPD, weil es ist kein Geld in der Kasse. Dabei sage ich, es ist alles Geld der Welt da, es wird nur falsch ausgegeben. Ich sage mal ein Beispiel, Entwicklungshilfe. Jedes Jahr werden, wenn man in verschiedenen Etats zusammenzählt, fast 30 Milliarden für Entwicklungshilfe ausgegeben. Ja? Und das sind zum Teil völlig schwachsinnige Projekte wie grüne Moscheen in Marokko oder Fahrradwege in Peru oder irgendwo LGBTQ-Kurse in irgendeinem chinesischen Dorf oder was weiß ich. Ja? Also wenn man sich die Liste... Ja, auch noch ein tolles Beispiel. Ja. Wenn man die Liste, was da alles gemacht wird, ich habe ein Buch geschrieben, warum Entwicklungshilfe nichts bringt und was wirklich gegen Armut hilft. Das Schlimme ist ja, da wird auch wieder in einer guten Parole, wir müssen was gegen Armut tun, aber was den Armen gar nicht hilft. Also ich habe die wesentlichen empirischen Studien mal zur Entwicklungshilfe durchgearbeitet und nicht nur diese skurrilen Projekte, die ich eben genannt habe. Es hilft auch den Armen nichts. Das Einzige, was hilft, und das habe ich halt nachgewiesen, ist mehr Marktwirtschaft, mehr Kapitalismus. Also da darf ich vielleicht noch 2 Filme von mir empfehlen. Die kann man kostenlos auf YouTube sehen. Der eine heißt Poland, From Socialism to Prosperity. Da wird gezeigt, wie durch kapitalistische Reformen Polen so erfolgreich wurde, wie es heute ist. Und der andere Film heißt Vietnam, Beating Poverty with Market Economy. Den gibt es auch in der deutschen Fassung sogar auf YouTube. Weiß jetzt nicht genau, wie er da heißt. Auf jeden Fall, das sind so 2 Beispiele von Ländern, die bettelarm waren. Vietnam war sogar das ärmste Land der Welt 1990. Polen eines der ärmsten von Europa. Und beide haben unglaublichen Aufschwung genommen, aber nicht durch Entwicklungshilfe, sondern wodurch? Durch kapitalistische Reformen. Ja, also das hilft auch nichts. Deswegen, ich sage zum Beispiel, streicht mal die 30 Milliarden Entwicklungshilfe komplett, streicht die hunderte Milliarden für die Energiewende, durch die das Klima garantiert nicht gerettet wird, streicht es für die Mobilitätswende, die ja schon längst komplett gescheitert ist, die nur dazu führt, dass unsere Automobilindustrie
Stück für Stück kaputt wird. Ja, jetzt gerade deutsche Autofirmen haben 50.000 Menschen entlassen. Da wird gesagt, ja, die haben das verpasst mit der E-Mobilität und so weiter. Das ist auch ein Punkt, aber das Entscheidende ist, dass die von der Politik in eine völlig falsche Richtung auch gelenkt wurden, nämlich dass ja die EU das Aus für den Verbrennermotor beschlossen hat. Ja, also da könnte man sparen. Bei der Migration, Bürgergeld, ja, ist auch ein Beispiel. Ich meine, die Hälfte der Bürgergeldbezieher sind Ausländer heute und von der anderen Hälfte hat einen größten Teil Migrationshintergrund, heißt Bürgergeld und ist praktisch eine Anleitung dazu, nicht zu arbeiten, weil das wird dann oft gerechnet, ja, hat der mehr, der Bürgergeld bekommt oder der arbeitet. Ich sage mal, darauf kommt es gar nicht an. Wenn du jetzt Bürgergeld hast und arbeitest, sagen wir, nur 10 Stunden schwarz nebenher, der eine putzt, der andere malert, der dritte, der schneidet die Haare oder was weiß ich, hast du auf jeden Fall mehr als der 40 Stunden hart malocht. Ja? Und das werfe ich den Leuten gar nicht vor. Im Prinzip handeln die rational, nach dem ökonomischen Prinzip. Ja? Wenn du sagst, ich versuche mit dem minimalen Aufwand maximalen Ertrag zu bekommen. Im Prinzip muss man die Leute fast als Helden der Arbeit feiern, die trotzdem noch im Niedriglohnbereich arbeiten, weil es an sich rein wirtschaftlich gar nicht vernünftig wäre, sondern vernünftiger wäre, bezieh Bürgergeld und mach schwarz noch ein bisschen dazu und da hast du mehr in der Tasche. Also da gibt es so viel, was man sparen kann und die Antwort der Politiker ist nur mehr Schulden oder besonders dann von den linken Parteien höhere Steuern. Sonst gibt es keine Antwort darauf. Jetzt würde mich persönlich interessieren, wenn jetzt die AfD an die Macht käme, gehen Sie davon aus, dass zumindest teilweise diese Probleme gelöst werden würden? Oder weil die anderen ja sagen, nee, da wird es noch viel schlimmer und dann haben wir Rechtsextreme an der Macht, dass es eigentlich sehr, sehr kontraproduktiv wäre. Wie ist Ihre persönliche Meinung? Es kommt jetzt ja darauf an, ob dass die AfD allein an die Macht käme, ist außer in einzelnen Bundesländern auf gesamtdeutscher Ebene, denke ich, doch eher unwahrscheinlich, dass die jetzt so 51% bekommen würden. Also wenn, dann wäre es doch so, dass irgendwann die CDU ihre Position ändern würde und eine Koalition machen würde, ja, oder auch eine Duldung. Also ich zum Beispiel fände es, wenn ich jetzt der Merz wäre, hätte ich es ja anders gemacht. Ich hätte gesagt, also Koalition mit der AfD nicht, aber wir verhandeln mit denen über eine Duldung als Minderheits-CDU-Regierung und bieten an, ihr müsst abgehen von euren Ukraine- und NATO-Positionen, aber dafür machen wir gemeinsam mit euch bei Themen wie Energiewende oder Kernkraft oder Migrationspolitik sehen wir, wie wir auf einen Nenner kommen. So, aber das ist halt nicht geschehen. Das wird auch meiner Meinung nach nicht geschehen, ja, weil das wäre die Voraussetzung. Wenn jetzt die AfD ganz allein an die Regierung käme, was ich nicht glaube, dann habe ich schon einige negative Befürchtungen, insbesondere auch was die außenpolitische Orientierung von Deutschland anlangt. Und ich habe auch eine andere Angst. Und zwar heute gibt sich die AfD als großer Verfechter der Meinungsfreiheit. Jede Diskussion, ich habe gerade neulich gesehen, da war eine Diskussion zwischen dem ehemaligen Grünen-Politiker Boris Palmer und dem AfD-Spitzenkandidaten. Da ging es, und der fing immer an mit der Meinungsfreiheit. Ja? Ich bin da skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich sage auch warum. Wo ich jung war, und wo ich Teenager war, 13, 14, 15, war ich auch weit links. Da waren wir als Linke ganz vorne immer gegen Berufsverbote, für Meinungsfreiheit. Warum? Weil sie es gegen uns gerichtet hat. Heute sind die Linken, die genau die Meinungsfreiheit unterdrücken wollen, die für Berufsverbote sind und so weiter. Warum? Einfach weil die Konstellation sich geändert hat, weil sie heute an der Macht sind und weil sie heute die gleichen Mittel gegen ihre Gegner einsetzen können. Und ich habe große Befürchtungen, ob nicht, wenn die AfD jetzt alleine dran käme, ob die dann nicht die Sachen, was jetzt Meinungsfreiheit anlangt und so weiter, die sie heute kritisieren, selbst dann gegen ihre Kritiker anwenden würden. Warum? Weil für die meisten, das sind halt keine Liberalen, für mich als Liberaler ist die Freiheit, die wirtschaftliche Freiheit, die geistige Freiheit ein Selbstwert, ein Wert für sich.
und jetzt nicht nur ein Wert dann, wenn es gegen mich richtet. Das heißt, ich bin auch für Meinungsfreiheit von Leuten, die komplett anders denken, ob das AfD ist oder Linke und so weiter. Ich bin auch gegen jede Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ich bin der Meinung, dass man alles sagen darf, auch den größten Unsinn. Da wird der eine oder andere einwenden, ja, da gibt es ja mal dann diese oder jene Gefahr, wenn die Leute das und das propagieren. Sag ich, mag sein, aber wenn ich abwäge, die Gefahren, die damit verbunden sind, wenn Leute, die totalen Blödsinn reden, das öffentlich tun können, gegen die Gefahr, wenn der Staat anfängt zu zensieren und zu sagen, das darfst du sagen oder das nicht, dann sage ich, dann ist das Zweite die viel größere Gefahr, wenn der Staat anfängt festzulegen, was ist eine erlaubte Meinung oder nicht. Lass doch die Leute, die Blödsinn reden, lass es doch reden. Ja, dann hört jeder, wer Schwachsinn erzählt. Soll einer erzählen, die Erde ist eine Scheibe. Ich bin einverstanden damit. Ja, vielleicht findet er auch ein paar, die es genauso sehen. Ja, wenn ich alles verbieten würde, was Leute an Quatsch reden, da wäre ich den ganzen Tag nur noch damit hätte ich zu tun. Und das sieht man ja schon, was ich perfide finde, diese sogenannten Faktenchecker, zum Beispiel von einem wie Korrektiv, die kritisieren eigentlich immer nur, wenn, was auch passiert, rechte Fakten verdrehen. Ich habe noch nie gehört, dass sie zum Beispiel diese ganzen Lügen über den Kapitalismus entlarven. Wenn zum Beispiel gesagt wird, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut, was man ganz klar empirisch widerlegen kann, bezahlen. Ich habe noch nie einen Faktenchecker gesehen, der gesagt hat, Vorsicht, das sind Fake News, stimmt nicht. Die Statistiken sehen so und so aus. Oder wenn jetzt der DGB, der hat jetzt so ein Meme, habe ich gesagt, habe ich auch was geschrieben, Fokus drüber, der sagt, die meisten Rentiers sind faul, die weniger Steuern zahlen als jetzt du und so weiter, ja. Oder wenn immer gesagt wird, dass die Reichsten sogar angeblich mit der Abgeltungssteuer weniger Steuer bezahlen würden als durchschnittliche Arbeitnehmer. Alles Sachen, die ganz einfach kann ich sofort widerlegen, die totaler Quatsch sind. Da habe ich aber noch nie gesehen, dass irgendein Faktenchecker gesagt hat, das stimmt nicht. Sondern es richtet sich immer nur dann, wenn einer sich nach rechts äußert. Deswegen also Ihre Ausgangsfrage, ja, ob ich glaube, wenn die AfD an die Regierung käme, ob sich was zum Positiven oder Negativen ändern würde. Wenn die alleine an der Regierung wäre, da hätte ich schon meine Bedenken, nicht nur außenpolitisch, sondern auch was Themen wie Meinungsfreiheit anlangt. Wenn es, sagen wir mal, zusammen mit der CDU wäre oder die CDU würde jetzt so eine Minderheitsregierung, die geduldet wäre von der AfD, dann könnte es sein, dass man da die ein oder anderen Reformen durchbringen könnte. Aber wie gesagt, das ist eine differenzierte Position. Da weiß ich, dass fast alle dagegen sind. Die Linken sagen, oh Gott, irgendwo mit der AfD auf keinen Fall. Das ist Nazi schrecklich. Die AfD-Leute sagen, das ist ja alles Blödsinn, was der Zittelmann sagt. Das stimmt doch alles gar nicht. Also ich habe mich da zwischen alle Stühle gesetzt, ja, und fühle mich trotzdem ganz wohl damit, weil ich bin freier Mensch. Ich sage, was ich denke. Ich hasse auch Parteisoldaten, muss ich sagen, jede Art, egal von welcher Partei. Parteisoldaten sind für mich Hirnis, die ihr Denken irgendwo abgegeben haben. Ich habe immer vom ersten Tag an, wo ich in meine Partei eingetreten bin, wirklich vom ersten Tag an kritisiert, auch öffentlich kritisiert. Und solche Menschen nehme ich ernst, auch von anderen Parteien, egal von welchen, die das machen. So wie das ein Boris Palmer oft gut getan hat bei den Grünen zum Beispiel. Ja, wo ich auch sage, mit deinem ganzen Öko-Quatsch und so weiter, da bin ich nicht deiner Meinung. Aber der hat dann zur Migration und so weiter, da hat er viele richtige Sachen gesagt und hat dann auch seine eigene Partei kritisiert. Aber was ist daraus geworden? Am Schluss haben sie ihn rausgeschmissen. Oder wie bei der SPD, der Thilo Sarrazin, den sie dann auch rausgeschmissen haben. Ja, aber das ist halt das Schlimme so bei dem Parteiensystem, dass so oft so ein Kadavergehorsam gefordert wird, wo alle irgendwo in eine Richtung reden müssen. Und das geht mir natürlich als geistig Freidenker sozusagen doch ziemlich gegen den Strich. Ja, sehr spannende Einblicke, auch sehr spannende Meinungen dazu. Herr Dr. Zittelmann, vielen herzlichen Dank. Ich möchte nur kurz Ihr Buch 2075 erwähnen, für diejenigen, die vielleicht auch mal einen Roman zu dem Thema und einen kritischen Roman
gesellschaftskritischen Roman hier lesen möchten, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Ja, wir haben historisch immer wieder gesehen, dass das Pendel mal die eine Seite geht's nach rechts, dann geht's nach links und wieder andersrum. Ich denke, das kann man auch sehr, sehr gut aktuell wieder beobachten. Wenn Sie mir erlauben, ich will noch 2 Minuten nur zu sagen, dass die Leute wissen, was der Zusammenhang überhaupt zu dem, was wir eben diskutiert haben. In dem Buch geht es darum, wie Stück für Stück aus einer freien und demokratischen Gesellschaft eine Diktatur wird. Und diese Prozesse werden Stück für Stück beschrieben. Das mache ich als Historiker, der sich jetzt 4 Jahrzehnte mit totalitären Bewegungen beschäftigt hat. Ich mache es jetzt nur nicht mal mit dem Sachbuch, sondern mache es als Roman, weil manche Leute lesen halt auch gern mal das als ein Roman, da kann man der Fantasie ein bisschen auflassen. Aber es ist natürlich kein Buch über 2075, wie es der Titel sagt, sondern ich habe es 2075 lebe ich sowieso nicht mehr, ja. Ich will nicht Sachen im Jahr 2075 ändern, sondern für heutige Fehlentwicklungen ein Bewusstsein schaffen. Und deswegen, also wer das Buch schon gelesen hat, inklusive Sie, eine große Bitte, heute bei Amazon eine Bewertung schreiben. Das ist mir ganz wichtig. Und wer es noch nicht hat, kaufen Sie es. Und wenn Sie sagen, ich lese keine Romane, da gibt es gerade viele Männer, die sagen, ich lese nur Sachbücher, trotzdem kaufen, Ihrer Frau schenken oder Ihrer Freundin oder beiden. Wenn Sie es beiden schenken, haben Sie schon wieder 2 Stück zusätzlich gekauft. Ja, einfach, dass wir ein Bewusstsein haben für diese wichtigen Themen und wo geht das Ganze eigentlich hin. Ja, ich denke, da haben wir viele spannende Themen heute abgedeckt. Wie gesagt, Herr Dr. Zittelmann, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.